Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. In dieser Folge reisen wir durch Montenegro, Albanien und Griechenland. Wer schon mal durch diese Länder gereist ist, wird sich denken, wieso haben sie dies nicht gemacht oder wieso haben sie das nicht angeschaut. Ja, wir sind wirklich viel zu schnell durch diese Länder gereist. Aber wenn wir nicht wollten, dass wir im Winter in der Mongolei sind, mussten wir unsere Prioritäten setzen. Deshalb, das wissen wir jetzt schon, Montenegro, Albanien und Griechenland, wir kommen wieder. In Montenegro haben wir einen Parkplatz direkt am Meer. Ein Fischer ist sozusagen unser Nachbar. Er hat auch Miesmuscheln im Angebot. Und während wir ihm das abkaufen, gibt er uns noch ein Rezept dazu. Leider haben wir keine Fotos von dem Nachtessen, aber es war sehr lecker. Am nächsten Tag fahren wir zur Altstadt Kotor. Klar darf bei diesen Temperaturen ein Eis nicht fehlen. So viele Melonen haben wir auf einmal noch nie gesehen. Bei einer Fahrt zu einem Strand wird die Baumallee immer tiefer, bis es nicht mehr geht. Genau in diesem Augenblick kommt ein Auto von hinten. Und da steigen 4 Männer aus und bevor wir irgendetwas erklären können, steht schon einer auf unserer Haube und bricht ein Ast herunter. Sie steigen wieder ins Auto ein und fahren davon und rufen Enjoy Albania. Und genau das machen wir jetzt. Prost! Heute ist gemütlicher Strandtag angesagt. Der Bäcker, der die kleinen Strandrestaurants beliefert, kaufen wir noch Brötchen ab. Schweren Herzens verabschieden wir uns von diesem schönen Strandplatz. Wir fahren der Küstenstraße entlang und kommen aus dem Staunen nicht mehr raus.
Blue Eye. Das ist eine Quelle, welche 7 Kubik pro Sekunde liefert. Schon am nächsten Tag verlassen wir wieder Albanien und fahren über die Grenze nach Griechenland. Durch das Landesinnere zu den Meteora-Klöstern. Wo wir den ersten Regen erleben, seit wir mit Lusaura unterwegs sind. Die Meteora-Klöster können wir schon von weitem sehen. Wir sitzen auf diesem Felsen, genießen den Sonnenuntergang und fühlen uns wie auf einem anderen Planet.
Flughafen nach Athen. Das ist unsere erste Großstadt und es klappt auch sehr gut beim Reinfahren. Mit dem Bike machen wir eine kleine Stadtrundfahrt und natürlich müssen wir auch die Akropolis unter die Augen nehmen. Nur rumblöden. Vielleicht haben wir einen Sonnenstich. Zurück beim Saurer bemerkten wir dann, dass wir direkt neben einem Festival parkiert haben. Besser gesagt neben einem Vielländerfestival. Das ist eine perfekte Einstimmung auf unsere Reise Richtung Osten. والبطاطا المسلوقة مرمرنا اليوم معكرنا جننونا والبطاطا المسلوقة مرمرنا يوم ناكل فروج بنسيب الطبية حتى خبز صغير كتير ما بيساعد بيني يوم ناكل فروج Bewundern die Architektenkünste. Wir fahren weiter der Ostküste Griechenlands hoch. Finden wunderschöne Übernachtungsplätze. Fahren das erste Mal mit einer Fähre und diese Fähre ist fast ein Jahrgänger von unserem Saurer. Wir sehen tatsächlich Delfine. Juhu! Staunen über die vielen Olivenbäume.
Es juckt in den Beinen und wir wollen endlich wieder einmal biken gehen. Oberhalb von Volos finden wir dann endlich ein paar Trails. Nichts wie los, ab in den Sattel und den Hang hinunter. Schon habe ich wieder eine Platte. Das war ein kurzes Vergnügen. Diesmal habe sogar ich Platten und das auch vorn und hinten. Wir haben nicht genügend Flickzeug dabei. Die Reifen oder die Schläuche, die haben so viele Löcher drin, dass nur ein Flick gar nichts mehr nützt. Also gibt es keine andere Variante, als das Bike zurück zum Saurer zu schieben. Am Abend treffen wir dann noch einen Hirt, der nicht weit von uns seinen Schlafplatz für seine Kühe hat. Wir reden mit Händen und Füßen und sprechen miteinander, obwohl wir nicht die gleiche Sprache sprechen können. Es war ein sehr lustiger Abend und eine gute Entschädigung für den Trails, die nicht ganz so geklappt haben, wie wir es wollten. Weiterfahrt nach Thessaloniki. Auf einer App finden wir einen super Stellplatz ein bisschen außerhalb von Thessaloniki. Von wo aus wir mit dem Bike zum Schiffsteg fahren und das Schiff nehmen in die Stadt. Traditionelles Essen ausprobieren ist immer spannend. Die Zeit in Montenegro, Albanien und Griechenland ging viel zu schnell vorbei und schon zieht es uns in das nächste Land. Die Türkei. Bist du auch gespannt, was wir da erleben? Dann sei auch das nächste Mal dabei. Bis dann. Bis dann. Tschüss.